Für den Tag nach meinen beiden Wanderungen auf den Mühen und Knappen war Gewitter und Starkregen angesagt. Das war für mich jetzt keine Bedingung, für die ich ins Hochgebirge sozusagen aufbrechen wollte. Und so begnügte ich mich erstmal mit einer kurzen Wanderung auf den Stromby-Kampen. Von dort konnte ich schon mal einen kleinen Eindruck gewinnen auf das Gelände, was mich dann am nächsten Tag erwarten würde. Hallo, herzlich willkommen bei Jan Stromby. Ich spreche jetzt gerade zu einer 2, vielleicht auch 3-Tage-Runde, je nachdem, wie gut ich vorankomme, durch den Bonton im Nationalpark auf. Wie ihr seht, heute ist es noch komplett neblig. Ich hoffe, die Sonne löst den im Laufe des Tages noch auf. Ziel oder Hauptziel ist der Ronslotte, das höchste Berg vom Bonton Nationalpark. Da muss ich sehen, wie ich mit meinem Gepäck da hochkomme und auch wieder runter. Aber ich hoffe, dass ich so gut bin, dann auf der anderen Seite runter Richtung der Berghütte Bonn-Passpü. Und dass ich dann heute Abend dort in größeren Umgebung mein Zelt aufschlagen kann und dann morgen wieder zurück. Wenn ich schlechter unterwegs bin, dann werde ich noch vor dem Bonnslotte campen und dann dauert es halt ein paar Stunden. Viel Spaß beim Zusehen und los geht's. Diese Brücke über den Fluss Adna befindet sich in der Nähe des Nationalparkzentrums und stellt eine Art Eingangstor zum Bontoner Nationalpark dar. Im Tal führte mich der Weg durch üppiges Grün. Schon gibt es die erste Veränderung in der Landschaft. Gerade noch eben so eine Art Flussauenlandschaft mit Birken, Erlen und so ein Zeugs, Weiden. Und jetzt wie mit dem Lineal gezogen, Kiefern und am Boden Steine und Flechten. Wird heute nochmal
die eine oder andere Veränderung geben. Irgendwann werden die Bäume weg sein und dann wird es fast nur noch Felsen geben. Naja, aber bis dahin ist noch Glück. Da jetzt doch die ersten Anstiege anstehen, muss ich mal meine Kleidung ein bisschen anpassen. Wenn ich hier nach vorn schaue, sieht der Himmel schon blau aus. Es könnte ein interessantes Bild geben, wenn ich dann über den Nebel im Flusstal bin. Für mich jetzt wird es jetzt Zeit für eine etwas größere Pause. Und 6,5 Kilometer hinter mir. Und jetzt hier an einer Wegkreuzung. Hier hoch geht es jetzt zum Heckrunden. Und da kommt der Weg von der Berghütte Björn Hollia. Und das wird dann meine Richtung sein. Die Berge sind noch ganz schön hoch. Im Moment bin ich ziemlich glücklich, hier unterwegs sein zu können.
Wenn ich sowas sehe, ja, das freut mich einfach. Ich bin halt früher relativ zeitig aufgebrochen, um halt unterwegs viel Zeit zu haben, auch Pausen machen zu können, weil aufgrund meines Rucksacks, des Gewichts vom Rucksack, so wird das schon ein schweres Stück Arbeit, wenn ich sehe, dass ich da hoch will. Ja, wird man sehen, dass das so funktioniert. Ich habe jetzt ein Päuschen hinter mir und werde jetzt langsam weitergehen. Bevor ich mich an den Aufstieg mache, dann vielleicht noch mal eine kurze Pause. Ich bin gespannt. So ein Anblick macht den einfach still. Hier unten wäre jetzt ein Überplatz zum Campen. Eben und mit dem Blick hier lang gefahren sind. Aber es ist noch früh am Tag, insofern geht es weiter. So, jetzt ist es soweit. Jetzt geht es an den Aufstieg zum Ronsviertel. Schon etwas ehrfürchtig nähere ich mich jetzt langsam dem steileren Stück des Anstiegs. Bevor es jetzt richtig Richtung Gipfel geht, bin ich noch mal ein bisschen hinter dem Stein hier versteckt, vor dem kalten Wind. Das wird schon noch mal ein ganz schöner Kraftakt bis dahin. Da muss ich mich jetzt erst noch ein bisschen ausruhen. Ich vermute mal, dass ich da die Kamera dann auch wegstecken muss, dass ich die Hände frei habe. Das wird nochmal anstrengend. Außer mir ist ja niemand anders. Heute früh, noch ziemlich am Anfang, hat mich jemand überholt, der ist dann Richtung Heckrunden hoch. Aber seitdem noch niemand. Also ich kann hier auch weit ins Tal runter gucken. Da ist niemand. Auch wenn die Bilder hier vom Anstieg es nicht vermuten lassen, hat er mir doch alles abverlangt und
es schwanden mir ziemlich schnell die Kräfte, sodass ich jeweils nach 50 Schritten eine Pause einlegen müsste, um wieder etwas zu Atem zu kommen. Im Moment fühlt es sich so an, als ob der Berg mit jedem Schritt, den ich hochgehe, 2 Schritte wächst. Das nimmt kein Ende. Eieiei. Irgendwann hatte ich dann den Gipfel erreicht, war aber so fertig, dass ich mich zu folgender Aussage habe hinreißen lassen. Nur für die Aufzeichnung. Das war mit Abstand eine der bescheuertsten Ideen für eine Tour, die ich mir habe einfallen lassen. Jetzt mit sehr viel Abstand sehe ich das zwar etwas anders, aber zu dem Zeitpunkt war ich so fertig, und wenn ich da geahnt hätte, was mich noch beim Abstieg erwartet, hätte ich wahrscheinlich gleich die Isomatte ausgerollt und hätte mich in den Schlafsack vergraben. Mal ein kurzes Stück der Erholung. Noch einmal werfe ich einen Blick zurück auf den Berg und hinunter auf den Weg, den ich gekommen bin, bevor ich mich wieder auf das Gelände vor mir konzentriere, was mich im Abstieg erwartet. Keine Energie mehr zum Filmen. Da geht nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich dann den Berg runter bin und einen Zeltplatz gefunden habe. Der Weg durchs Tal wollte einfach kein Ende nehmen, aber am Ende wird dann doch alles gut. Ja Leute, da habe ich mich heute klassisch übernommen. Lange her, dass ich so kaputt war. Aber wie ihr seht, habe ich doch noch ein schickes Schlafplätzchen gefunden. Das erste, was ich gesehen habe, wo das Zelt hingepresst hat. Und gleich sehr schön. Also mit Sitzgelegenheit. Hier neben dran plätschert ein kleiner Bach, also Wasser ist da. Ja, also ich habe vorhin nur Zelt aufgebaut und mich erstmal reingelegt und versucht, Flüssigkeit in mich reinzukriegen. Und jetzt habe ich auch schon wieder was gegessen und trinke immer noch. Und da hoffe ich, dass ich morgen früh dann wieder so einigermaßen okay bin, dass der Weg zum Auto zurück und dann wieder geht. Rein auf der Papierform sind es auch nochmal 6 Stunden wieder zurück. Das wird auch nochmal mit der Last auf dem Rücken. Ich bin es halt einfach nie gewöhnt. So die Zelt mit und Schlafsack und Kochzeug und alles, das summiert sich halt. Und dann 19 Kilometer ist eigentlich nicht so weit, ne? Aber die 1700 und zerquetschte Höhenmeter in Verbindung mit dem Gewicht auf dem Rücken haben mir ganz schön Zahn gezogen, muss ich so sagen. Naja, ich wäre heute nicht alt. Es ist jetzt 7:30 durch.
Also, naja. Sehr lange werde ich nicht mehr senkrecht bleiben. Tschüss, bis morgen.